Hallo Leute, wir sind Daniel und David, eure Deutschlehrer. Auf unserer Patreon-Seite gibt es ab jetzt jede Woche 2 zusätzliche Videos für euch und natürlich auch weiteres Übungsmaterial. Auf Patreon könnt ihr unsere Videos ohne Werbung schauen und sowohl die Video- als auch Audiodatei für unterwegs runterladen. Den Link zur Seite findet ihr in der Videobeschreibung www.patreon.de/likegermans. Und Leute, wie ihr wisst, unsere Geschichten zum Mitlesen plus Vokabelliste und Quiz für jede Geschichte findet ihr in unserem Buch German Easy Reader for Beginners. Das Buch könnt ihr ganz einfach bei Amazon bestellen. Die E-Book-Version ist jetzt auch online. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem neuen Video. Auf geht's! Meine Frau und ich haben ein paar Beziehungsprobleme. Meine Frau und ich haben ein paar Beziehungsprobleme. Wir verbringen sehr wenig Zeit miteinander und streiten uns fast immer, wenn wir uns sehen. Wir verbringen sehr wenig Zeit miteinander und streiten uns fast immer, wenn wir uns sehen. Wir haben sogar schon eine Paartherapie gemacht. Es hat aber nichts gebracht. Ich frage mich, was ich noch tun kann, um meine Ehe zu retten. Wir haben sogar schon eine Paartherapie gemacht. Es hat aber nichts gebracht. Ich frage mich, was ich noch tun kann, um meine Ehe zu retten. Am Anfang der Beziehung ist man so verliebt und hat eine rosarote Brille auf. Man sieht also nur die positiven Seiten des anderen. Am Anfang der Beziehung ist man so verliebt und hat eine rosarote Brille auf. Man sieht also nur die positiven Seiten des anderen. Nach ein paar Jahren ist das anders. Man fängt an, auch die schlechten Seiten des Partners zu sehen. Nach ein paar Jahren ist das anders. Man fängt an, auch die schlechten Seiten des Partners zu sehen. Vielleicht sollte ich noch einmal mit Sonja reden. Das kann nicht das Ende unserer Ehe sein. Dafür sind wir schon zu lange zusammen. Vielleicht sollte ich noch einmal mit Sonja reden. Das kann nicht das Ende unserer Ehe sein. Dafür sind wir schon zu lange zusammen. Ich werde sie jetzt anrufen und mit ihr reden. Ich darf nicht zu nett sein. Ich werde sie jetzt anrufen und mit ihr reden. Ich darf nicht zu nett sein. Hallo Sonja, hier ist Tom. Ich glaube, dass wir miteinander sprechen sollten. Hallo Sonja, hier ist Tom. Ich glaube, dass wir miteinander sprechen sollten. Hallo Tim, bei mir ist es gerade schlecht. Können wir später telefonieren? Hallo Tim, bei mir ist es gerade schlecht. Können wir später telefonieren? Es wäre besser, wir reden jetzt. Wir schieben dieses Gespräch schon viel zu lange auf. Es wäre besser, wir reden jetzt. Wir schieben dieses Gespräch schon viel zu lange auf. Was ist denn los mit dir? Warum hast du es plötzlich so eilig? Habe ich etwas falsch gemacht? Was ist denn los mit dir? Warum hast du es plötzlich so eilig? Habe ich etwas falsch gemacht? Unsere Ehe geht langsam aber sicher den Bach runter. Willst du denn nichts dagegen machen? Unsere Ehe geht langsam aber sicher den Bach runter. Willst du denn nichts dagegen machen? Natürlich will ich das, aber es ist komplizierter als du denkst, Tom. Natürlich will ich das, aber es ist komplizierter als du denkst, Tom. Dann erklär es mir bitte. So kompliziert kann es nicht sein. Es geht schließlich um unsere Beziehung.
Dann erklär es mir bitte. So kompliziert kann es nicht sein. Es geht schließlich um unsere Beziehung. Ich habe gerade wirklich keine Nerven dafür. Außerdem treffe ich gleich eine Freundin. Ich habe gerade wirklich keine Nerven dafür. Außerdem treffe ich gleich eine Freundin. Macht es überhaupt noch Sinn, unsere Ehe weiterzuführen, wenn du nie Zeit für mich hast? Macht es überhaupt noch Sinn, unsere Ehe weiterzuführen, wenn du nie Zeit für mich hast? Was willst du damit sagen, Tom? Willst du dich etwa von mir scheiden lassen? Was willst du damit sagen, Tom? Willst du dich etwa von mir scheiden lassen? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Sind wir wirklich noch verheiratet? Mir kommt es eher so vor, als würden wir unser eigenes Leben führen. Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Sind wir wirklich noch verheiratet? Mir kommt es eher so vor, als würden wir unser eigenes Leben führen. Lass uns bitte persönlich miteinander sprechen. Am Telefon macht das keinen Sinn. Lass uns bitte persönlich miteinander sprechen. Am Telefon macht das keinen Sinn. Okay, ich bin in 20 Minuten in dem Park, in dem ich dir damals den Heiratsantrag gemacht habe. Okay, ich bin in 20 Minuten in dem Park, in dem ich dir damals den Heiratsantrag gemacht habe. Alles klar, bis gleich. Alles klar, bis gleich. Hallo Sonja, du wolltest persönlich mit mir sprechen. Was hast du zu sagen? Hallo Sonja, du wolltest persönlich mit mir sprechen. Was hast du zu sagen? Ich weiß, dass unsere Ehe nicht mehr so ist wie früher. Hast du eine Idee, was wir noch machen können, um unsere Beziehung zu retten? Ich weiß, dass unsere Ehe nicht mehr so ist wie früher. Hast du eine Idee, was wir noch machen können, um unsere Beziehung zu retten? Ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr. Wir haben schon so viel probiert. Hast du noch eine Idee? Ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr. Wir haben schon so viel probiert. Hast du noch eine Idee? Ich auch nicht. Ich dachte, dass die Paartherapie uns helfen wird, aber das hat nicht funktioniert. Ich auch nicht. Ich dachte, dass die Paartherapie uns helfen wird, aber das hat auch nicht funktioniert. Vielleicht sind wir einfach nicht füreinander geschaffen. Vielleicht sind wir einfach nicht füreinander geschaffen. Möglicherweise hast du recht. Vielleicht wäre es besser, wenn wir uns scheiden lassen. Möglicherweise hast du recht. Vielleicht wäre es besser, wenn wir uns scheiden lassen. Ich liebe dich immer noch, Sonja. Ich habe jeden Tag mit dir an meiner Seite genossen. Ich liebe dich immer noch, Sonja. Ich habe jeden Tag mit dir an meiner Seite genossen. Ich auch, Tom. Aber es ist an der Zeit, dass jeder von uns seinen eigenen Weg geht. Ich auch, Tom. Aber es ist an der Zeit, dass jeder von uns seinen eigenen Weg geht. Da stimme ich dir zu. Ich werde dich trotzdem für immer lieben, Sonja. Da stimme ich dir zu. Ich werde dich trotzdem für immer lieben, Sonja. Ich dich auch, Tom. Alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich dich auch, Tom. Alles Gute für die Zukunft. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich dir auch, Sonja. Ich dir auch, Sonja. Hallo Leute, ich bin Daniel. Ich bin David und wir sind eure Deutschlehrer. Auf unserem Kanal findet ihr Videos, die euch dabei helfen, Deutsch zu lernen. Schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei, dort bekommt ihr Übersetzungen zu den Videos und weiteres Material zum Deutschlernen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß beim Video. Auf geht's!